Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe mir vorgenommen, noch kurz die Drehbank vorzustellen, die ich im Jahr 2018/2019 auf CNC umgebaut habe, und ich verspreche, ich werde mich kurz fassen. Das UI ist Touchy aus Performance-Gründen und Touchy wird hier durch Hardware-Buttons gesteuert, die an der Seite montiert sind. Am Bettschlitten befinden sich Nullsteller der Achsen sowie nochmal Hardware-Buttons. Drehrichtung, Drehzahl und Notaus. Kontrolliert über einen Frequenzumrichter. Unter dem Drehzahlregler befindet sich ein Schalter, um die Geschwindigkeitskontrolle der Spindel auf den Computer zu übertragen. Auf dem Homescreen ist oben zu sehen die Position, die der Computer bestimmt hat, sowie die Position, die von den Glasmessstäben reportet wird. Oben rechts dann Einstellmöglichkeiten für Spindeldrehzahl, Vorschub und Verfahrgeschwindigkeit sowie ein Schalter, um das manuelle Verfahren der Maschine zu ermöglichen. Darunter finden wir die Spindelsteigung für das manuelle Verfahren. Das Ganze wird durch einen Hardware-Encoder kontrolliert. Verfährt die Maschine gegen den Reitstock. Die Spindelsteigung ist umschaltbar und die Maschine verfährt dann 10, 1 oder 0,1 mm pro Umdrehung des Encoders. Drehen kann man damit also auch. Es ist jetzt manuell. Im Regelfall benutze ich dieses Makro, um zu drehen, bei dem man angibt, wie viel radial und axial abgedreht werden soll. Das Makro hat sinnvolle Default-Werte hinterlegt, die für die Maschine ganz gut passen und auch in verschiedenen Materialien funktionieren, sodass man da im Regelfall nicht nachdenken muss. Das kann man überschreiben, wenn man möchte. Im Regelfall mache ich das aber nicht. Die Drehzahlsteuerung auf dem Computer um und starten das Kommando.
Neben dem manuellen und dem halbautomatischen Modus gibt es natürlich auch noch G-Code-Programme hier. Die erstelle ich vor allen Dingen dann, wenn also Teile häufiger zu fertigen sind oder aufgrund ihrer Form so komplex sind, dass die halbautomatischen Methoden irgendwie an ihre Grenzen kommen. Zum Schluss noch ein paar abschließende Bemerkungen. Touchy als User Interface habe ich gewählt aus Ressourcengründen, was mit ein paar Einschränkungen hinsichtlich der Programmierbarkeit einhergeht. Das würde ich, glaube ich, aber heute wieder so machen. Was ich ändern würde, wäre vermutlich eine bessere Maschine zu benutzen und die Glasmessstäbe würde ich aus heutiger Sicht eher weglassen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Projekt und freue mich jedes Mal, wenn ich daran arbeite. Jetzt bleibt mir noch vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen. Ich hoffe, es hat Anregungen geliefert und auch etwas gefallen. Ich werde noch 2 Links einstellen zu technischen Details und ansonsten würde ich mich über einen Kommentar oder jegliches Feedback freuen.